Thomas Woker, ein engagierter Parkranger mittleren Alters, beschloss, das Wochenende mit Entspannung beim Angeln am beschaulichen Greenwood Lake zu verbringen. An diesem Morgen schien das helle, weiße Sonnenlicht strahlend auf das klare Wasser und spiegelte sich in den üppig grünen Bäumen, die den See umgaben. Sein kleines Metallboard glitt sanft über das ruhige Wasser und erzeugte nur leichte Wellen. Thomas, der seinen gewohnten Rangerhut trug und eine Angelrute in der Hand hielt, genoss den seltenen Moment der Ruhe inmitten der Wildnis. Über uns kreisende Vögel tragen zu einer entspannenden und poetischen Wochenendszene bei. Er holte tief Luft und sog den Duft von feuchtem Gras und trockener Erde in sich auf, der sich in der frischen Luft vermischte. Für Thomas sind solche ruhigen Momente eine Hilfe, um nach vielen stressigen Arbeitstagen neue Kraft zu tanken. Die Oberfläche des Sees ist spiegelglatt und reflektiert den tiefblauen Himmel und die Bäume, die sich bis zum Horizont erstrecken. Das Boot trieb langsam in Ufernähe, wo kurzes grünes Gras mit Stellen trockener, rissiger Erde abwechselte. Thomas ließ die Angelschnur ins Wasser hinab, seine Augen waren konzentriert, aber sein Geist völlig entspannt. Das sanfte Plätschern des Wassers an den Bootswänden erzeugt zusammen mit der leichten Brise eine angenehme, natürliche Melodie. Er ahnte nicht, dass dieser gewöhnliche Angelausflug sich in eine denkwürdige Rettungsaktion verwandeln würde. Während er die Wasseroberfläche beobachtete, bemerkte Thomas plötzlich ungewöhnliche Wellen in der Ferne. Ein kleiner, dunkler Schatten, der sich langsam über den See bewegte, erregte sofort seine Aufmerksamkeit. Sein professionelles Gespür sagte ihm, dass etwas nicht stimmte. Thomas kniff die Augen zusammen, um genauer hinzusehen, und erkannte schnell, dass es sich um ein Elefantenbaby handelte, das sich abmühte, zum Boot zu schwimmen. Lediglich sein Kopf und sein kleiner Rüssel ragten aus dem Wasser, was darauf hindeutet, dass es alles tat, um nicht unterzugehen. Die großen, runden Augen des Elefantenbabys glänzten vor Panik und Erschöpfung nach einem langen Kampf im See. Wasser tropfte von ihrer faltigen Haut und reflektierte das blendend weiße Sonnenlicht des Mittags. Thomas holte sofort seine Angelrute ein und konzentrierte seine ganze Aufmerksamkeit auf das kleine Lebewesen in Gefahr. Der Elefant versuchte, seinen kurzen Rüssel höher zu strecken, um atmen zu können, und stieß dabei schwache Atemzüge aus. Die Wellenbewegungen um das Objekt herum wurden stärker, was darauf hindeutete, dass es allmählich an Kraft verlor. Thomas steuerte das Boot näher heran und versuchte dabei, keinen zusätzlichen Druck auszuüben, der das Tier erschrecken könnte. Als die Entfernung geringer wurde, konnte er deutlich die Kratzer und den Schlamm erkennen, die noch am Körper des Elefantenbabys klebten. Thomas' Augen waren voller Sorge, denn er verstand, dass der kleine Elefant allein in dieser Umgebung nicht lange überleben konnte. Er rief leise, obwohl er wusste, dass das Tier die menschliche Sprache nicht verstehen konnte. Der Elefant schien sich sicher zu fühlen und schwamm langsam dicht an die Seite des Bootes heran. Sein Rüssel berührte sanft das kalte Metall, als ob er verzweifelt um Hilfe flehte. Thomas streckte die Hand aus, um zu verhindern, dass der Elefant wieder ins Wasser zurückrutschte. In diesem Moment beschloss er, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um dieses kleine Leben zu retten. Mit aller Kraft half Thomas dem Elefantenbaby, auf das durchnässte Deck des Bootes zu klettern. Sein Körper zitterte vor Kälte und Erschöpfung, Wasser tropfte weiterhin von seiner dunklen Haut. Bei näherem Hinsehen entdeckte Thomas einen rostigen Draht, der eng um sein Hinterbein gewickelt war. Die Wunde unterhalb des Seils war aufgerissen, und Blut sickerte heraus und vermischte sich mit dem Seewasser. Das Elefantenbaby stieß ein schwaches Wimmern aus, sein Rüssel zog sich vor Schmerz leicht zurück. Thomas spürte, wie ihm das Herz in die Hose rutschte, als er sah, wie ernst der Zustand war. Er kniete sich schnell hin und hielt vorsichtig das Bein des Elefanten fest, um die Wunde nicht zu verschlimmern. Der Stahldraht hatte sich tief in die Haut eingeschnitten, was die Entfernung extrem erschwerte. Thomas benutzte das kleine Messer, das er bei sich hatte, um den Metalldraht nach und nach in Stücke zu schneiden. Jedes Mal, wenn am Seil gezogen wurde, stieß der Elefant ein leises Stöhnen aus, versuchte aber dennoch, ruhig zu bleiben. Unter der intensiven Mittagssonne bildeten sich Schweißperlen auf Thomas' Stirn. Schließlich wurde der Draht vollständig entfernt, wodurch eine blutende Wunde zum Vorschein kam.
Thomas atmete erleichtert auf, obwohl er wusste, dass der Elefant immer noch dringend medizinische Hilfe benötigte. Er streichelte sanft den Kopf des Elefanten und versuchte, ihn mit einer zärtlichen Geste zu beruhigen. Er stellte sich schon vor, wie er den Elefanten so schnell wie möglich zurück zur Rangerstation bringen würde. Thomas nahm ein sauberes Tuch aus seinem Rucksack und begann, die Wunde des Elefantenbabys zu verbinden. Die Blutung hörte allmählich auf, als ein weißes Tuch fest um das verletzte Hinterbein gewickelt wurde. Der Elefant neigte sanft den Kopf, sein Blick wurde weicher, als er die Fürsorge spürte. Thomas band das Tuch fest zu, um sicherzustellen, dass die Wunde nicht wieder nass wurde. Er half dem Elefanten, ruhig im Boot zu sitzen, damit dieser nicht ins Wasser rutschte. Im hellen Sonnenschein begann das Boot, sich in Richtung Ufer zu drehen. Die grünen Bäume, die sich auf der Oberfläche des Sees spiegelten, schienen Zeugen der bewegenden Rettungsaktion zu sein. Das Elefantenbaby lag still da und bewegte nur gelegentlich seinen winzigen Rüssel leicht. Thomas überwachte den Zustand des Fahrzeugs während der gesamten Rückreise. Als er das Ufer erreichte, rief er weitere Parkwächter zu Hilfe. Sie verfrachteten den Elefanten vorsichtig in ein spezielles Rettungsfahrzeug. Der weiße Verband hob sich im Sonnenlicht deutlich von seiner dunklen Haut ab. Thomas behielt das Tier während der gesamten Reise im Auge. Er wusste, dass jeder einzelne Augenblick für sein Überleben entscheidend war. Das Fahrzeug fuhr schnell in Richtung der Rangerstation Greenwood. In der Rangerstation führten Tierärzte umgehend eine gründliche Untersuchung des Elefantenbabys durch. Sie reinigten die Wunde und nähten alle stark eingerissenen Hautstellen zusammen. Frische medizinische Verbände wurden sorgfältig um sein Hinterbein gewickelt. Die Untersuchungsergebnisse zeigten, dass die Verletzung nicht lebensbedrohlich war. Der Hauptgrund für die Schwäche von Elefanten liegt in Erschöpfung und anhaltendem Stress. Thomas atmete erleichtert auf, als er die positive Nachricht vom Ärzteteam hörte. Der Elefant wurde in ein naturnahes Gehege mit Dach und einer weichen Schicht aus trockenem Stroh gebracht. Mit Hilfe der Ranger begann es wieder zu fressen. In seinen Augen spiegelte sich nicht mehr die Panik wider, die sie bei seiner Rettung gezeigt hatten. Thomas besuchte den Elefanten regelmäßig und beobachtete täglich dessen Genesung. Eines Nachmittags beschloss er, sie Hoffnung zu nennen. Dieser Name symbolisiert die Hoffnung und die neue Lebenschance, die es gerade erhalten hat. Hope schien die Freundlichkeit zu spüren und berührte sanft Thomas' Hand mit dem Koffer. Leises Lachen hallte durch die sonnendurchflutete, windumtoste Rangerstation. Seitdem ist Hope zu einem besonderen Bestandteil im Leben aller hier geworden. Hope wird immer gesünder und kann im halbwilden Gehege schon sicher laufen. Der Verband am Hinterbein wurde nach und nach entfernt, als die Wunde vollständig verheilt war. Sein Fell ist jetzt sauberer, nicht mehr mit Schlamm bedeckt wie früher. Besucher kommen regelmäßig vorbei, um Hope zu besuchen und mit ihr zu spielen. Die Kinder strahlten vor Freude, als sie vorsichtig seinen weichen Stamm berührten. Hope reagierte mit unschuldigen und freundlichen Gesten. Thomas stand oft in einiger Entfernung und beobachtete das Geschehen mit einem zufriedenen Lächeln. Er wusste, dass die Entscheidung, Hope zu retten, zu einem glücklichen Ende geführt hatte. Die Parkwächter setzen ihre Suche nach den Elefanten im Gebiet des Alten Sees fort. Auch wenn die Elefantenmutter noch nicht gefunden wurde, kümmern sie sich weiterhin mit all ihrer Verantwortung um Hope. Hope wurde als unbedeutendes Mitglied der Greenwood-Rangerstation betrachtet. Mit jedem Tag, der verging, war es voller Energie und Neugierde und begierig darauf, seine Umgebung zu erkunden. Hopes schwere Schritte hallten auf dem trockenen Boden und dem grünen Gras wider. Ihre Geschichte ist für viele Naturliebhaber zu einer Quelle der Inspiration geworden. Und Thomas Walker wird sich für immer an das Wochenende erinnern, das das Leben eines kleinen Elefanten veränderte.